Lebkuchen und Bratwürst. Ich denke, das sind die zwei Dinge, die auf der ganzen Welt jedem einfallen, wenn man an Nürnberg denkt. Herzlich willkommen zum Adventure Schnabulier-Probierer. Heute im Test die Schlüters echten Original Nürnberger Rostbratwürste. Wusstet ihr eigentlich, dass 1313 das Rezept, der Grundstein für das Nürnberger Rostbratwurstrezept gelegt wurden? Und Schlüters echte gibt es auch schon seit 1983. Und seitdem wird das traditionelle Rezept bei Schlüters echten immer noch genau so umgesetzt. Mittlerweile gibt es aber eben auch fettreduzierte Varianten, Bio-Varianten. Also da müsst ihr einfach mal online gucken, hat sich weiterentwickelt. Wir haben hier heute tatsächlich die Original Nürnberger Rostbratwürste. Und was gibt es Schöneres, als einfach sich ein paar so Würst überm Feuerler zu braten und zu schnabulieren. Ich probiere jetzt da auch direkt mal eine. Für euch verbrenne ich mir auch gerne mal ein bisschen die Finger. Ich nehme sie mal ab, bevor ich da von dem Spieß rum. Ach, so Bratwurst. Herrlich. Ein Bierler und ein Senf dazu. Mehr braucht es doch eigentlich gar nicht. Natürlich kann man die auch ratzfatz in der Pfanne machen. Klar. Hier hat es natürlich den romantischen Hintergrund. Aber für alle Outdoor-Freaks hier noch ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr euch fragt, wie brate ich denn Rostbratwürste oder Bratwürste im Allgemeinen über dem Feuer, ohne dass sich die wegdrehen? Ihr nehmt einfach 2 Schaschlikspieße, klemmt die in euren Ast rein, spießt sie doppelt quasi auf und schon dreht sich da nichts mehr weg und ihr könnt von beiden Seiten die Wurst anbraten und dann genießen. In diesem Sinne, ich esse jetzt fertig, lass es mir gut gehen. Bis bald!